kacke, unnötig, langweilig. Egal wie wir sie nennen, wir kommen nicht drum vorbei. Und diesmal habe ich mich hingesetzt und überlegt, was zeige ich eigentlich aus Erlangen in den nächsten Vlog. Und da ist mir gar nicht so viel eingefallen, weil ich nur am Lernen bin. Und genau darum geht es dieses Mal. Denn ich habe mich hingesetzt, einmal recherchiert, Leute befragt und natürlich auch noch meine Expertise dazu gegeben. Und rausgekommen sind 10 Tipps, wie man echt gut durch die Klausurenphase kommt. Und um die geht es jetzt. Doch bevor wir zu den Tipps kommen, erstmal, wieso ich euch erzähle, wie man gut durch die Prüfungsphase kommt. Denn diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht unbedingt ein Einserstudent bin. Aber ich habe viele Bücher darüber gelesen. Außerdem geht auch meine Doktorarbeit um stressbedingte Erkrankungen im Arbeitsalltag. Und hinzu kommt, dass es nicht meine erste Klausurenphase ist. Wir alle kennen es, Vorlesungen laufen, wir haben so einen geregelten Alltag, wir treffen uns mit Freunden, gehen anderen Hobbys nach und irgendwann mal passiert das. Und zwar haben wir einmal hier die Zeit und einmal hier das Level, wie oft wir das Ganze machen. Die Uni, die bewegt sich immer hier unten bis zur Klausurenphase und dann zack, alle Hobbys gehen in den Keller und es ist nur noch die Klausurenphase da. Denn plötzlich geht man nicht mehr zur Mensa oder kocht nicht mehr selber, sondern ersetzt das Ganze durch Fertigessen und Snacks. Genauso fahren auch alle anderen Hobbys herunter und man sitzt irgendwann nur noch vor dem Schreibtisch und paukt eine Seite nach der anderen durch. Aber das Ganze muss gar nicht so sein. Auf der einen Seite haben wir den Stress und auf der anderen Seite haben wir eine Erkrankung. Und dazwischen sind die Ressourcen. Und die Ressourcen sind zum Beispiel, wie man mit dem Ganzen umgeht, mit dem Stress oder wie man mit der Problematik umgeht, also die Psyche, genauso auch Freunde, die einem helfen oder auch das Wissen einfach über die Thematik von Grund auf. Und ja, je höher die Ressourcen sind, desto höher kann der Stresslevel auch sein, bis es zu einer Erkrankung kommt. Und die Erkrankung muss gar nicht gravierend sein, denn viele von uns bekommen Neurodermitis, Herpes oder Rückenschmerzen in der Zeit. Und dann kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 1. Jeder denkt sich natürlich, früh anfangen. Nun ja, ich will da gar nicht drauf eingehen. Es ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, aber die meisten tun es halt doch nicht. Deshalb gehen wir gleich weiter zu den nächsten Tipps. Und eine der ersten Sachen, die ich immer mache, ist erstmal einen Projektplan. Das heißt, die ganzen Klausuren werden eingeteilt mit dem Datum und anschließend wird zurückgerechnet, wie viel Zeit ich ungefähr brauche für jede Klausur. Natürlich kann man das auch mit anderen Projekten machen, damit man auch sieht, wo sie sich überschneiden. Wenn man so einen Plan hat, dann weiß man schon ungefähr, an welchem Datum man wo anfangen soll und das hilft einfach unglaublich, den Überblick nicht zu verlieren. Kommen wir zum dritten Tipp und zwar die Zeittechnik. Es gibt ja verschiedene Lerntechniken, Gruppenarbeit, Karteikarten, Lernen, Schreiben, Malen, Klatschen, ich weiß nicht. Nun ja, und da will ich niemandem mehr was vorschreiben, da muss jeder so ein bisschen selber rausfinden, wie er lernt, aber die Zeit ist das Wichtige. Und zwar ich persönlich, ich lerne nach dem Pomodoro-Prinzip. Pomodoro bedeutet Tomate. Und das funktioniert so, dass man 25 Minuten lernt und 5 Minuten Pause macht. Und das Ganze immer abwechselnd, bis man dann irgendwann eine größere Pause macht. Mir persönlich hilft es unglaublich, konzentriert zu bleiben, weil 25 Minuten ist so eine Zeit, die ist absehbar. Die nächste Sache ist natürlich vom störenden Umfeld befreien. Das geht über Kopfhörer bis hin zu Ohrstöpseln, bis hin dahin, dass man sein Handy einfach durch den Raum schmeißt und es dort liegen lässt. An dieser Stelle gehen auch sehr viele Leute in die Bib. Ich persönlich bin kein Bib-Lerner, aber ich verstehe es absolut, wenn man es ist. Einfach alles, was stört, erstmal weglegen. Und ein weiter wichtiger Tipp, den jetzt viele bestimmt kacke finden: Früh aufstehen ist auf jeden Fall besser als spät schlafen gehen. Und ja, oft denken wir, dass wir 8 Stunden schlafen und die anderen 16 Stunden so ein bisschen rotieren können, wie wir wollen und es macht keinen Unterschied. Aber dadurch, dass man früh aufsteht, gibt es ein paar Vorteile. Einmal ist der Kopf einfach noch relativ fit. Das heißt, wenn man hier anfängt zu lernen, ist es auf jeden Fall produktiver und effektiver, als wenn man abends um 12 anfängt, noch was zu machen. Und die nächste Sache ist natürlich ab, ich würde mal sagen, 8 oder 9. Gerade wenn man in einer WG lebt, dann passieren so viele Sachen, dass man einfach nur noch schwer lernen kann. Aber um 6 passiert absolut gar nichts. Aber nichtsdestotrotz solltet ihr euren Alltag nicht allzu sehr verschieben. Das heißt, wenn ihr abends zum Training geht in eurem Verein oder euch jeden Sonntag mit irgendjemandem trifft, dann macht das auch. Vielleicht nehmt ihr euch einfach ein bisschen weniger Zeit dafür, aber ansonsten ist es wirklich wichtig, dass man nicht in einen allzu abnormen Alltag kommt, weil da wird man eben auch nicht auf Dauer glücklich und da kommen wir dann eben auch schon zum nächsten Punkt. Gerade in dieser ganzen Lernphase braucht ihr auf jeden Fall einen Ausgleich. Sei es Yoga, sei es Sport, Handstände oder sei es ein Musikinstrument. Ich kann überhaupt nicht singen. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr hin und wieder von dem ganzen Lernen und Auswendiglernen
zurückgeht zu irgendetwas, was so ein bisschen stupide ist. Und da hilft einfach so ein Ausgleich unglaublich. Und das lässt sich zum Beispiel super kombinieren mit dem Pomodoro-Prinzip. 5 Minuten hat man Zeit und damals habe ich mir eine App, die heißt Headspace, runtergeladen. Die ist auch kostenlos und da habe ich dann zum Beispiel in den 5 Minuten immer ein bisschen meditiert. Und nach den 5 Minuten quasi wirklich nichts tun, war man dann wieder so fit und konnte wieder 25 Minuten ballern. Viele werden wahrscheinlich jetzt denken, okay, das ist alles schön und gut, aber oft komme ich gar nicht zum Lernen. Das heißt, oft sitze ich vor dem PC und bin dann in YouTube oder sonst irgendwo und komme gar nicht dazu, aktiv zu lernen. Nun ja, und gegens Prokrastinieren hilft natürlich nicht nur einen Projektplan zu haben, wo man weiß, an welchem Tag man anfängt zu lernen, sondern auch wirklich einen Tagesplan. Das mache ich persönlich echt gerne, indem ich wirklich sage, früh stehe ich auf, ich mache mir einen ganzen Tagesplan und schreibe schon hin, wie lang was dauert. Und so umgeht man eigentlich das Ganze, dass man am Schluss nur noch vorm PC sitzt und gar nichts macht. Und dann kommen wir auch schon zum 9. Tipp und der ist wirklich wichtig, weil er so ein bisschen an der Effektivität schraubt, wie sehr oder wie gut ihr lernt. Es gibt das Parkinson'sche Prinzip. Die Mediziner sind getriggert. Und zwar bedeutet es eigentlich so viel, dass eine Aufgabe so viel Zeit braucht, wie man ihr gibt. Nun ja, ihr glaubt mir nicht? Dann denkt mal dran zurück, als ihr das letzte Mal euer Zimmer aufgeräumt habt und gesagt habt, heute räume ich mein Zimmer auf. Letztendlich geht der ganze Tag drauf, obwohl man das Ganze wahrscheinlich in einer halben Stunde oder in einer Stunde hinbekommen hätte. Aber man hat der Aufgabe einfach so viel Platz gelassen. Ganz konkret bedeutet es eigentlich, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, diese 20 Seiten vom Skript, die lerne ich jetzt in einer Stunde. Und dann wird man das auch hinbekommen. Das heißt auch da, verteilt über den ganzen Tag wirkliche Ziele mit Deadlines und dann werdet ihr einen unglaublich produktiven Tag haben. Und die letzte Sache, nun ja, ihr habt jetzt viel geplant, ihr habt viel optimiert, ihr wart unglaublich produktiv und die letzte Sache ist natürlich Belohnung. Gerade nach so einem Tag, geht raus, trinkt ein Bier mit einem Kumpel, gönnt euch ein paar Gummibärchen oder geht einem Hobby nach, das gerade so ein bisschen flöten geht. Doch ich würde gerne singen können. Das waren jetzt meine 10 Tipps, die ich so über die Zeit gelernt habe. Die habe ich mir auch aufgeschrieben und die haben mir auch echt richtig viel geholfen. Falls ihr jetzt aber sagt, ich habe noch mehr Tipps, dann schreibt die auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren und die anderen bestimmt auch. Ansonsten wünsche ich natürlich jedem eine gute Klausurenphase und falls die doch nicht so läuft, dann schaut das Video einfach in 4 Monaten wieder an. Bis dahin, ciao.